Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an alle, die wieder dabei sind. Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon bei Tag 98 unseres B1-Kurses. Das ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, A2 haben wir ja schon lange hinter uns gelassen. Und für alle, die neu dabei sind, ganz kurz unser Format. Wir stellen euch jeden Tag 15 wichtige Wörter für den deutschen Alltag vor. Genau. Und wir erklären sie, geben Beispiele und bauen sie in kleine Dialoge ein. Und ganz wichtig, am Ende gibt es immer eine kleine Geschichte. Unsere Mini-Story. Und dazu findet ihr dann ein separates Video mit Fragen, um euer Hörverständnis zu testen. Ein kleiner Tipp noch von unserer Seite, den wir immer wieder gerne geben: Nutzt die Shadowing-Methode. Also hört uns zu, macht nach einem Satz eine kurze Pause in der Wiedergabe und sprecht uns dann laut nach. Das hilft wirklich enorm für die eigene Aussprache. Absolut. So, aber jetzt wollen wir mal zum heutigen Thema kommen, oder? Ja, worüber sprechen wir denn heute? Heute wird es kulturell. Unser Thema ist Theater und Konzerte. Oh, ein sehr schönes Thema. Finde ich auch. Geht ihr denn gerne ins Theater oder auf Konzerte? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Wir sind gespannt. Genau. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da, wie gesagt, kommt unsere Mini-Story, in der wir alle 15 neuen Wörter in einem ganz natürlichen Kontext verwenden. Perfekt. Dann lass uns doch direkt mit dem ersten Wort starten. Sehr gerne. Das erste Wort lautet die Aufführung. Die Aufführung. Also, eine Aufführung ist sozusagen die Präsentation oder das Zeigen eines Theaterstücks, einer Oper oder auch eines Tanzstücks vor Publikum. Auf Englisch würde man sagen Performance. Genau, Performance. Ein ganz einfacher Beispielsatz wäre: Ich habe gestern eine tolle Aufführung im Stadttheater gesehen. Ah, das klingt gut. Was für eine Aufführung war es denn? Eine Komödie? Es war ein modernes Drama. Sehr intensiv. Okay, das merke ich mir. Kommen wir zum zweiten Wort. Das ist die Bühne. Die Bühne. Ja, die Bühne ist der erhöhte Bereich in einem Theater oder Konzertsaal, auf dem die Künstler stehen und ihre Kunst zeigen. Also da, wo die ganze Action stattfindet. Ganz genau. Auf Englisch sagt man Stage. Stage. Man könnte zum Beispiel sagen: Die Schauspieler standen auf der Bühne und haben sich verbeugt. Und die Beleuchtung auf der Bühne war bestimmt auch fantastisch, oder? Oh ja, die Lichter haben die ganze Szene total verändert. Super. So, wenn es eine Bühne gibt und eine Aufführung, dann braucht man natürlich auch... Das Publikum. Genau, das Publikum. Das Publikum, das sind alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die bei einer Aufführung, einem Konzert oder auch einer Sportveranstaltung dabei sind. Auf Englisch? Audience. Audience. Und das Publikum kann ja sehr unterschiedlich reagieren. Absolut. Manchmal ist es ganz leise und konzentriert. Und manchmal, wie in meinem Beispielsatz, ist es total begeistert. Das Publikum hat am Ende sehr, sehr lange geklatscht. Das ist doch das schönste Kompliment für die Künstler auf der Bühne. Stimmt. Und das Publikum trägt auch viel zu unserem nächsten Wort bei. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die Atmosphäre. Richtig, die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist, die allgemeine Stimmung oder das Gefühl in einem Raum oder an einem Ort. Man kann auch sagen, das Vibe oder Feeling. Auf Englisch eben Atmosphere. Genau. Und die kann ganz unterschiedlich sein. In einem großen Opernhaus ist die Atmosphäre vielleicht sehr elegant und feierlich. Richtig. Und in meinem Beispiel war es etwas anders. In dem kleinen Jazzclub war die Atmosphäre sehr gemütlich und entspannt. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man sitzt nah an der Bühne, hat ein Getränk. Das ist eine tolle Atmosphäre. Absolut. So, vom kleinen Jazzclub zu etwas Größerem. Unser nächstes Wort ist das Orchester. Das Orchester. Ein Orchester ist eine große Gruppe von Musikern, die zusammen Musik spielen. Meistens klassische Musik mit vielen verschiedenen Instrumenten wie Geigen, Celli, Trompeten und so weiter. Auf Englisch heißt es Orchestra. Orchestra. Orchester spielen ja oft in Opern oder in Konzerthallen. Genau. Zum Beispiel: Vor der Oper hat das Orchester eine wunderschöne Ouvertüre gespielt. Das ist die Musik am Anfang, richtig, bevor der Vorhang aufgeht. Exakt. Das stimmt die Leute schon mal auf das Stück ein. Super. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Verb für heute. Und zwar auftreten. Auftreten. Auftreten bedeutet, sich auf einer Bühne zu präsentieren, also etwas vorzuführen, zu singen, zu tanzen oder zu schauspielern. Die englische Übersetzung ist to perform. Richtig, to perform. Und weil es ein Verb der Bewegung ist, ist das perfekt mit sein. Also ist aufgetreten. Ist aufgetreten.
Man könnte sagen, meine Lieblingsband ist letztes Jahr in Berlin aufgetreten. Oh, und warst du da? Leider nicht. Die Tickets waren sofort ausverkauft. Aber nächstes Mal bin ich schneller. Das kenne ich. Bevor eine Band oder ein Schauspieler aber auftreten kann, muss ganz viel geübt werden. Und damit sind wir bei unserem nächsten Verb. Ah ja, Proben. Proben. Proben heißt, für einen Auftritt oder eine Aufführung zu üben. Man wiederholt alles so lange, bis es perfekt ist. Auf Englisch wäre das to rehearse. To rehearse. Und das Perfekt von Proben ist ganz regelmäßig. Hat geprobt. Richtig, hat geprobt. Die Schauspieler müssen also wirklich viel proben, bevor sie vor dem Publikum auftreten können, oder? Ja, absolut. Sie haben wochenlang, manchmal monatelang für das Stück geprobt. Jede einzelne Szene, jede Bewegung. Das ist eine Menge Arbeit, die man als Zuschauer oft gar nicht sieht. Stimmt. Man sieht nur das fertige Ergebnis. So, das waren die ersten 7 Wörter. Wir machen eine ganz kleine Pause und dann geht es direkt weiter. Und an dieser Stelle möchten wir euch kurz etwas sagen. Wenn euch unser tägliches Lernformat hier hilft und ihr jeden Tag ein bisschen besser Deutsch lernen wollt, dann abonniert doch gern den Kanal und unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag im Training und verpasst keine Lektion. Genau, eure Unterstützung bedeutet uns wirklich viel. Aber jetzt machen wir weiter. Okay, was ist das nächste Wort? Wir hatten ja vorhin das Publikum, das am Ende klatscht. Und dafür gibt es ein spezielles Verb. Ah, du meinst applaudieren. Genau, applaudieren. Applaudieren bedeutet, nach einer Vorstellung in die Hände zu klatschen, um zu zeigen, dass es einem gefallen hat. Man spendet Beifall. Auf Englisch sagt man to applaud. To applaud. Und das Perfekt ist, hat applaudiert. Hat applaudiert. Also nach der tollen Aufführung, Hat das Publikum begeistert applaudiert. Minutenlang. das muss ein tolles Gefühl für die Künstler sein. Absolut. Und das führt uns auch schon zum nächsten Verb. Wenn uns etwas so gut gefällt, dann fangen wir an, die Künstler zu Bewundern. exakt bewundern. Jemanden oder etwas zu bewundern bedeutet, dass man diese Person oder diese Sache sehr, sehr toll findet und großen Respekt davor hat. Auf Englisch? To admire. To admire. Das Präfekt ist hat bewundert. Hat bewundert. Man kann zum Beispiel sagen, ich bewundere die Sängerin für ihre tolle Stimme. Ja, oder man bewundert einen Schauspieler für seine Fähigkeit, sich in eine Rolle zu verwandeln. Genau, man bewundert das Talent und die harte Arbeit dahinter. Richtig. So, jetzt wird's wieder praktischer. Wenn man ins Theater oder in die Oper geht, besonders im Winter, hat man ja oft eine dicke Jacke an. Stimmt. Und die möchte man nicht den ganzen Abend auf dem Schoß haben. Eben deshalb gibt man sie an der Garderobe ab. Ah, die Garderobe. Die Garderobe ist der Ort im Eingangsbereich eines Theaters, Museums oder Konzertsaals, an dem man seine Jacke, seinen Mantel oder auch eine Tasche abgeben kann. Auf Englisch wäre das Coat Check oder Cloakroom? Cloakroom, genau. Ein einfacher Satz ist, wir haben unsere Jacken an der Garderobe abgegeben und eine Nummer dafür bekommen. Und nach der Vorstellung holt man sie dann mit der Nummer wieder ab. Sehr praktisch. Sehr. Kommen wir zu einem sehr nützlichen Adjektiv, besonders wenn es um Tickets geht. Oh ja, das ist wichtig. Ermäßigt. Ermäßigt. Ermäßigt bedeutet, dass etwas billiger ist als der normale Preis. Es gibt einen Rabatt. Auf Englisch würde man Reduced Price sagen. Reduced. Und wer bekommt denn oft ermäßigte Tickets? Das sind meistens Schüler, Studenten, manchmal auch Senioren oder Menschen mit Behinderung. Genau, man muss dann oft einen Ausweis zeigen. Eine typische Frage an der Kasse wäre, gibt es für Studenten ermäßigte Tickets? Und mit etwas Glück spart man dann ein paar Euro. Das ist immer gut. So, das nächste Wort ist ein Verb und beschreibt die Arbeit des Regisseurs oder der Regisseurin. Inszenieren. Inszenieren. Ein Theaterstück zu inszenieren bedeutet, es für die Bühne zu gestalten und vorzubereiten. Also wie die Schauspieler sich bewegen, wie das Bühnenbild aussieht, welche Musik gespielt wird, all das ist Teil der Inszenierung. Im Englischen ist das to stage oder to direct. To stage, ja. Das Perfekt ist, hat inszeniert. Hat inszeniert. Man könnte zum Beispiel in einer Kritik lesen, das Stück wurde von einem sehr jungen Regisseur modern inszeniert. Das heißt dann oft, es ist nicht so klassisch, vielleicht mit moderner Kleidung oder Videoleinwänden. Genau, eine neue Interpretation. Und wenn etwas gut inszeniert ist, dann ist es oft auch sehr, Künstlerisch. richtig, künstlerisch. Künstlerisch ist ein Adjektiv und beschreibt alles, was mit Kunst zu tun hat oder sehr kreativ und ästhetisch gestaltet ist. Auf Englisch artistic.
Artistic. Man kann die Arbeit von Schauspielern als künstlerisch bezeichnen, aber auch andere Dinge. Ja, zum Beispiel, die Dekoration auf der Bühne war ein künstlerisches Meisterwerk. Das bedeutet, sie sah nicht nur gut aus, sondern hatte auch eine tiefere, kreative Bedeutung. Genau. Und wenn etwas nicht nur künstlerisch, sondern auch noch total beeindruckend ist, dann ist es Spektakulär. spektakulär. Spektakulär bedeutet, dass etwas sehr, sehr beeindruckend ist, atemberaubend, vielleicht auch mit großen Effekten. Das englische Wort ist sehr ähnlich. Spectacular. Spectacular, das benutzt man oft für Dinge, die wirklich wow sind. Richtig. Die Tanzszenen in dem Musical waren absolut spektakulär. Ich stelle mir gerade eine Szene mit Dutzenden Tänzern, toller Musik und Lichteffekten vor. Das ist spectacular. Ja, genau das. So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Wort für heute. Ein Wort, das ein ganz besonderes Erlebnis beschreibt. Einzigartig. Einzigartig. Wenn etwas einzigartig ist, dann ist es so besonders, dass es das nur einmal gibt. Es ist unvergleichlich. Auf Englisch unique. Unique. Ein Live-Konzert zum Beispiel. Auch wenn die Band die gleichen Lieder spielt, ist jeder Abend anders. Genau. Jeder Abend ist einzigartig. Deshalb kann man sagen, es war ein einzigartiges Erlebnis, dieses Konzert live zu sehen. Man wird sich immer genau an diesen einen Abend erinnern. Exakt. So, das waren unsere 15 Wörter und jetzt packen wir sie alle zusammen in unsere Mini-Story. Seid ihr bereit? Passt gut auf und versucht, die Wörter zu erkennen. Also, unsere Geschichte handelt heute von Anna und Paul. Anna plant eine Überraschung. Sie hat online eine ganz besondere Aufführung eines modernen Theaterstücks entdeckt. Die Tickets sind aber ziemlich teuer. Zum Glück ist Anna Studentin und bekommt eine ermäßigte Karte. Sie kauft sofort 2 Stück. Am Abend gehen die beiden dann schick gekleidet ins Theater. An der Garderobe geben sie ihre Mäntel ab und suchen ihre Plätze. Sie sitzen mitten im Publikum und blicken gespannt auf die große Bühne. Die Atmosphäre im Saal ist ganz besonders, so erwartungsvoll und leise. Unten vor der Bühne sitzt ein kleines Orchester, das leise, stimmungsvolle Musik spielt. Dann geht das Licht aus. Die Schauspieler treten auf. Ihre Leistung ist von der ersten Minute an unglaublich. Anna und Paul bewundern ihr Talent und die Energie, die sie ausstrahlen. Die Art, wie der Regisseur dieses alte Stück inszeniert hat, ist extrem modern und sehr künstlerisch. Es gibt Videoprojektionen und eine ganz besondere Lichtstimmung. Eine Szene ist besonders spektakulär. Plötzlich fängt es auf der Bühne an zu regnen. Das sieht so echt aus. Nach dem letzten Satz ist es für einen Moment komplett still. Und dann fangen alle an zu applaudieren. Der Applaus will gar nicht mehr aufhören. Auf dem Heimweg sagt Paul zu Anna, dass dieser Abend absolut einzigartig war. So etwas hat er noch nie erlebt. Er sagt auch, er wusste gar nicht, wie lange Schauspieler proben müssen, um so eine perfekte Show abzuliefern. Anna lächelt nur, ihre Überraschung war ein voller Erfolg. Eine schöne Geschichte. Finde ich auch. Und alle 15 Wörter waren drin. Habt ihr sie alle gehört? Das war's für heute mit unserem kleinen Ausflug in die Welt von Theater und Konzert. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und jetzt seid ihr dran. Versucht doch mal, eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern zu bilden. Genau, schreibt sie uns unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer total darauf, sie zu lesen und euch Feedback zu geben. Und wenn ihr keine Lektion verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es hilft uns sehr und motiviert uns, weiterzumachen. Und morgen haben wir wieder ein super spannendes und sehr alltägliches Thema. Es geht um die Digitalisierung. Oh ja, also alles rund ums Handy, Apps, das Internet, also unser digitaler Alltag. Das wird sicher interessant. Seid also morgen wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.